Hey, heute geht es wieder ums Thema Laufradbau. In diesem Video geht es um Thema Narben und Freilaufkörper. Wir haben auch andere Videos mit der Theorie zu Speichen und Felgen und einen Praxisteil, wo ich euch zeige, wie man ein Laufrad einspeicht und auch zentriert. Du fragst dich vielleicht, worin sich Narben unterscheiden? Eigentlich sind das nur ein paar Punkte. Die Bremsaufnahme, verschiedene Flanscharten, Freilaufarten, Einbaubreiten, Einsatzzweck. Fangen wir an mit den Bremsaufnahmen. Welche Bremsaufnahmen gibt es? Es gibt die 6-Loch-Variante, wo die Bremsscheibe einfach mit 6 Schrauben an der Narbe befestigt werden. Und es gibt die Center-Lock-Variante, wo durch eine Verzahnung die Bremsscheibe auf dem Narbenkörper sitzt und durch eine zentrale Abschlussschraube die Bremsscheibe dann auf der Narbe befestigt wird. Technisch im Vorteil ist die Center-Lock-Aufnahme, da durch die Vielfachverzahnung die Kraft auf ganz viele kleine Stellen verteilt wird und bei der 6-Loch-Aufnahme sind es halt nur 6 Stellen. Als nächstes kommen wir zu den Flanscharten. Da gibt es auch wieder 2 unterschiedliche. Es gibt den Standard-Flansch für J-Band-Speichen und es gibt Straight-Pull-Flansch für Straight-Pull-Speichen. Kommen wir zu den Besonderheiten vom Straight-Pull-Flansch. Die Straight-Pull-Speichen sind nicht wie die J-Band-Speichen am Ende gekröpft, sondern sind einfach komplett gerade und können dann die Kraft, die Zugkraft, die von der Felge aus wirkt, wirklich komplett gerade in den Narbenflansch einwirken, reißen so halt nicht so häufig. Und der Narbenflansch an sich ist auch nochmal eine Ecke stabiler. Also Straight Pull ist an sich die stabilere Variante von beiden. Der Standard-Narbenflansch in Kombination mit J-Band-Speichen sollte eigentlich jedem geläufig sein. Der Vorteil ist, es gibt super viele Narbenvarianten, also auch verschiedene Lochzahlen und man kann das Einspeichmuster wählen, sprich von radial gespeicht, also ohne Kreuzung, über 1-, 2-, 3-fach gekreuzt, alles ist möglich. Kommen wir zu den Narbenachsen bzw. den Einbaubreiten von Narben. Die Einbaubreite wird immer von Gabel oder Rahmen vorgegeben. Es gibt gerade aktuell bei Mountainbikes in der Regel nur Boost-Narben. Das wäre vorne 110 mm und hinten 148. Wie misst man die Narbenbreite? Das Maß ist einfach nur von der Außenseite bis zur anderen Seite in Millimetern gemessen. Bei Rennrad-Steckachsen ist 142 mm gängig. Das entspricht auch dem MTB Non-Boost-Standard. Es gibt auch weiterhin noch Schnellspannvarianten, wo dann die Narbenachse aus Stahl ist, weil die Kraft bautechnisch bedingt aufnehmen muss. Bei Steckachsnarben ist es so, dass die Steckachse die Kraft aufnimmt. Kommen wir zu den verschiedenen Gewichtsklassen bei Narben. Da spielt gerade eins eine wichtige Rolle, der Werkstoff, der genutzt wird. Gerade im Rennradsegment gibt es auch viele Narben, die aus Carbon gefertigt sind. Die sind natürlich super leicht. Es gibt verschiedene Lagerarten, die dann auch noch ein bisschen leichter sind, bauformbedingt. Und die meisten Narben sind aber aus Aluminium und meistens aus einem Stück gefräst. Das ist so das Gängigste. Kommen wir nun zum Thema Freilauf. Was macht ein Freilauf? Wofür braucht man einen Freilauf? In der Regel soll der Freilauf einfach nur frei durchstehen, wenn das Laufrad läuft und du nicht trittst. Und er soll eingreifen, wenn du trittst und die Kraft so in dein Laufrad übermitteln. Wie macht der Freilauf das, dass er die Kraft übermittelt? Es gibt 2 verschiedene Systeme. Es gibt einmal die Zahnscheiben und die Sperrklinkenfreiläufe. Hier haben wir die Zahnscheibenvariante. Bei der Zahnscheibenvariante gibt es 2 Scheiben, die aufeinander laufen und verzahnt sind. In die eine Richtung überspringen die 2 sich. Und wenn man dann Kraft in den Freilauf gibt, dann haken die ein und die Narbe kriegt die Kraft übermittelt durch den Freilauf und so kommt auch deine Pedalkraft ins Laufrad. Das hier ist die Sperrklinkenvariante. Wie der Name schon sagt, greifen diese Sperrklinken hier in den Narbenkörper und übermitteln dann, wenn man tritt, die Kraft in die Verzahnung. Und wenn man nicht tritt und das Laufrad weiterrollt, überspringen die Zähne einfach diese Sperrklinken. Was macht eine gute Narbe aus? In der Regel super hochwertige Lager, die gut gedichtet sind, denn gerade im Mountainbikesport ist es wichtig, dass die Lager keinen Dreck bekommen, damit die Langlebigkeit gewährleistet ist. Bei Rennradnarben ist das anders, da möchte man den möglichst geringen Rollwiderstand haben, sprich die Dichtungen in den Lagern sind etwas schwächer, also halten nicht ganz so viel Dreck ab, aber dadurch laufen die auch deutlich leichter. Das war's mit der Theorie im Thema Narben und Freiläufen.
Ich hoffe, ich konnte euch dadurch weiterhelfen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne einfach in die Kommentare und schaut euch auch die anderen Videos an, Theorie und Praxis vom Laufradbau. Ja, wir sehen uns spätestens bei der Praxis, wo ich euch zeige, wie man das Ganze auch einspeicht.